Schon mal ein Video über Mais-Tortillas gesehen, in dem man eine Presse benutzt, die du nicht hast? Ärgerlich, ich weiß, vor allem weil man Mais-Tortillas in europäischen Supermärkten nicht finden kann. Kein Ding, denn du brauchst überhaupt keine Presse, um Maismehl-Tortillas zu machen. Okay, lass mal nicht übertreiben, wenn du schon eine Presse hast, kannst du sie behalten. Das einzige, was du auf jeden Fall für Maismehl-Tortillas brauchst, ist nixtamalisiertes Maismehl. Aber keine Sorge, in der Infobox lasse ich dir Links, um so ein Maismehl zu erstellen. Maismehl-Tortillas zu machen ist wirklich leicht. Um den Teig für 18 bis 20 Tortillas zu machen, habe ich hier 300 Gramm nixtamalisiertes Maismehl. Wir geben einen Teelöffel Salz dazu und jetzt habe ich ungefähr 450 ml lauwarmes Wasser parat, das ich schrittweise dazugebe. Und Vorsicht, meistens brauche ich das ganze Wasser nicht, also echt schrittweise dazugeben. Das einzige, was wichtig ist, ist einen knetenartigen Teig mit einer glatten Oberfläche zu erhalten, der nicht mehr an den Händen kleben bleibt. Wenn du zu viel Wasser dazu gibst, wird der Teig an den Händen kleben und du musst einfach ein bisschen mehr Mehl beimischen. Wenn dein Teig am Ende so aussieht, kann nicht viel mehr schief gehen. Dann kannst du den mit Frischhaltefolie bedecken und den Teig mindestens 30 Minuten ruhen lassen, damit er hydratisiert. Während der Teig ruht, kannst du als Vorbereitung die Seiten einer Plastiktüte schneiden, damit sie problemlos aufeinander gefaltet werden kann. Ich nehme hierfür sehr gerne einen Frischhaltebeutel, einfach weil sie so stabil sind. Nachdem der Maisteig sich ausgeruht hat, portionieren wir den Teig in 18 bis 20 gleichen Kugeln und mach dir wegen der Form keine große Mühe. Die Teigkugeln müssen echt nicht so perfekt sein. Wenn sie ungefähr eine runde Form haben, reicht es. Nun legen wir den Teigkugel in der Mitte der Plastiktüte und klappen sie zu. Und was wirklich jeder zu Hause haben müsste, ist eine Backform. Genau, anstatt einer Tortillapresse kannst du einfach die Tortillas mit einer ganz normalen Backform pressen. Und wenn du eine Form aus Glas hast, nimm sie doch lieber, weil sich so die Form viel besser kontrollieren lässt. Am besten drückst du nicht mit den Händen, sondern verlagerst du dein ganzes Gewicht drauf und gibst die Form in allen Richtungen, um eine schöne runde Form zu erhalten. Wichtig ist nur, dass am Ende der Teig zwischen 1 und 2 mm Dicke hat. Normalerweise nutzt man die Presse dafür, weil es etwas schneller und ein bisschen komfortabler ist, aber jetzt hast du gesehen, dass man sie überhaupt nicht braucht. Nun zeige ich dir, wie man die Tortillas backt und gebe dir ein paar Tipps, die ich über die Jahre gelernt habe. Für gute Tortillas wäre die Pfanne auch extrem wichtig. Sie muss auf mittelstarke Hitze vorgeheizt sein und am besten nimmst du eine beschichtete Pfanne, die gut Wärme speichern kann. Wenn du eine etwas dickere Crepepfanne hast, ist sie für Tortillas perfekt. Nun machen wir mal unsere erste Tortilla. Wir nehmen den flachen Teig aus dem Beutel und stellen die Tortilla auf der vorgeheizten Pfanne ohne Öl. Es ist etwas schwer zu sagen, wie lange die Tortilla backen soll, weil es aufgrund vieler Faktoren eine große Streuung gibt. Aber du kannst den richtigen Zeitpunkt daran erkennen, dass die Ränder gut die Farbe gewechselt haben, sprich etwas dunkler geworden sind und die Oberfläche in der Mitte ist auch etwas rauer. Bei mir hat es hier etwa 30 Sekunden gedauert. Dann kannst du die Tortilla zum ersten Mal wenden. Genau, die Tortilla muss 3-mal kurz auf der Pfanne backen. Sie muss also 2-mal gewendet werden. Du erkennst, dass die Tortilla gewendet werden muss, wenn die Ränder gut auf der Pfanne widerliegen und die Oberfläche der Tortilla deutlich rauer aussieht. Wenn es soweit ist, wenden wir die Tortilla zum zweiten Mal und BÄM! Die Tortilla bläht sich super krass auf. Zumindest wenn du davor alles richtig gemacht hast. Und zwar, man muss die Maismehl-Tortillas auf mittelstarke Hitze backen und genau 2-mal wenden, sodass zuerst beide Oberflächen schnell versiegelt werden und beim zweiten Mal wenden die Restflüssigkeit im Inneren der Tortilla verdampft und da sie nicht gut entweichen kann, wird die Tortilla auch im Inneren von Dampf gegart. Dass dies passiert, ist auch deswegen wichtig, damit die Tortillas wieder elastisch und appetitlich sind, wenn man sie mal wieder aufwärmt, nachdem sie im Kühlschrank gewesen sind. Wenn du dir die ganzen Tipps hilfreich gefunden hast, dann sei bitte so nett und lass mir einen Daumen nach oben. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann kannst du auf der Playlist auf der linken Seite alle Rezepte schauen, für denen du Maismehl-Tortillas brauchst.